Hallo, liebe Käferfreunde. Wenn uns Menschen noch irgendetwas vom Tier unterscheidet, dann ja wohl nur, dass wir uns Geschichten erzählen können. So sprach neulich ein zu Recht völlig unbekannter Dichter, aber es stimmt ja. Sich Geschichten erzählen ist eine dolle Kulturtechnik. Da kann die KI sich auf den Kopf stellen, das wird sie niemals können. Das bleibt nur uns vorbehalten. Und ich merke es doch an den Klickzahlen der Videos, die ich hier mache. Nicht die Videos mit diesen kniffligen technischen Sachverhalten gehen durch die Decke, sondern die, wo ich weit ausschweifende Geschichten erzähle, die im Grunde genommen mit eurem VW-Alltag gar nichts zu tun haben, wie zum Beispiel neulich die Geschichte über die Plexiglas-Dachfenster beim frühen Samba-Bus. Wer von euch hat einen frühen Samba-Bus? Die allerwenigsten, aber trotzdem hat das ganz viele von euch interessiert, weil es eine sehr spannende Geschichte gewesen ist. Und so steht dann in den Kommentaren, habe ich nicht gewusst, sehr schön, bitte mehr davon. Den Wunsch kann ich euch erfüllen. Guckt mal hier. Hinter diesem Käferersatzteil steht auch eine tolle Geschichte. Jetzt werdet ihr sagen, was ist das denn für ein Käferersatzteil? Habe ich noch nie gesehen. Wundert mich nicht. Ich habe es bis neulich auch nicht gewusst und auch noch nie gesehen. Ihr könnt ja mal drüber nachdenken, was es sein könnte. Ist eine harte Nuss? Am Ende des Videos verrate ich es. Und bis dahin erzähle ich eine andere tolle Geschichte. Nämlich, dass beim Käfer erst 1956 ein Außenspiegel-Serie wurde. Vorher, bis 1956, keine Außenspiegel. Keine linken und schon gar keine rechten. Da konnten die Leute mal von träumen. 1956 kommt dann das hier. Diese kleine, funzelige Spiegeleinheit, wo man nur mit Mühe überhaupt was drin sieht, aber für damalige Verhältnisse, wenn man von nichts kommt, dann freut man sich auch über sowas. Und die Leute mit dem 55er Käfer, die wollten das natürlich auch haben und schon war der Run da, sich bei VW so einen Spiegel zu bestellen oder beim Internetfuzzi natürlich nicht, sondern beim Autozubehörmann. Und dann hat man sich das nachträglich ans Auto dran gemacht. So, und wenn ihr jetzt bei eurer Oma im Hühnerstall hinter der versteckten Mauer einen 55er Käfer findet, der auch schon ewig abgemeldet ist und der hat keinen Außenspiegel dran, ich kenne euch. Was macht ihr dann? Ihr hört mir ja nie zu. Ihr geht dann wieder zum teuflischen Internetfuzzi und holt euch das online, weil das ist ja so einfach. Und da steht ja auch bis 67 für alle passend und dann kriegt ihr sowas hier. Made in Taiwan, das stört euch ja schon nicht mehr. Made in China oder der anderen Gestaden mehr stört euch ja auch nicht. Und dann packt ihr das aus, freu. Ja. Und das sieht doch auf den ersten Blick ganz gut aus, ne? Glänzt schön. Wie lange ist eine andere Frage. So, und dann halten wir das mal daneben und man sieht es schon, der sieht ganz anders aus. Der originale Ovalkäfer-Außenspiegel ist hier ganz anders geschwungen und hat hier eine Hutmutter zur Befestigung drauf. Der hier braucht eine Überwurfmutter mit einer Spanghülse. Und den hier kriegt ihr hier auch gar nicht drauf montiert. Es funktioniert nicht. Warum? Weil das Internet natürlich die kleinen, feinen Unterschiede nicht kennt. Diesen Spiegel hier, den gibt es von 1956 bis 1959 und erst 1959 kommt dieser Außenspiegel hier. Nix alle bis 67. Man muss sich ja auch mal ein bisschen Mühe geben. Macht der Internetfuzzi nicht. Der eine schreibt den Blödsinn vom anderen ab und dann wundert man sich, warum man immer Mist geliefert kriegt. Deswegen geht bitte zu den Leuten, die eine Telefonberatung anbieten, die noch eine Lagerhaltung machen und die nicht virtuell auf dem Sofa die Teile hin und her schieben. Ich sage euch das gerne auch nochmal und im nächsten Video auch. Und jetzt wollt ihr ja nicht nur einen Außenspiegel haben, nein! Euer Knusperpartner liegt euch ja schon seit langem in den Ohren, endlich einen rechten Außenspiegel zu montieren. Das könnt ihr natürlich auch im Internet bestellen. Und sogar bei VW gab es das. Schaut mal, hier habe ich einen Original VW Außenspiegel. Ja. Und der lässt sich dann auch im Übrigen, im Gegensatz zu dem Repro-Außenspiegel, verstellen. Guckt mal hier. Der ist wirklich verstellbar, während hier
der Repro-Außenspiegel stocksteif ist. Ne? Also selbst wenn ihr den montiert bekommt, nützt er euch nichts, weil ihr ihn nicht einstellen könnt. Im Übrigen, wenn ihr einen qualitativ hochwertigen Spiegel haben wollt, sucht euch bitte einen gebrauchten Original-VW-Außenspiegel, entweder bei eBay oder geht auf die Teilemärkte und kauft da. Oder aber, noch besser, ihr ruft den VW-Teilehändler eures Vertrauens an, nämlich der noch ein Telefon bedienen kann, und fragt ihn, ob er ein schönes Gebrauchteilsortiment hat. Und wenn er das nicht hat, dann bestellt der es bei mir. Ich habe nämlich ganz viel davon. Ich habe ja in den 80ern jede Woche 1, 2 Autos geschlachtet und ich habe die Teile teilweise heute noch. So, zurück zum rechten Außenspiegel. So, wenn ihr den jetzt da bestellt, dann bekommt ihr zwar einen Außenspiegel, der rechts montiert wird. Das ist aber dann nicht im landläufigen Sinne ein rechter Außenspiegel, sondern es ist ein Außenspiegel für einen Rechtslenker, also für einen Käfer in England oder in Japan oder in Südafrika. Denn wenn ihr den hier montiert, und jetzt könnt ihr euch das ja denken, wenn ihr da außen links auf dem Fahrersitz sitzt und hier ist dieser Spiegel montiert, ihr seht nur die A-Säule. Mehr nicht. Damit hier kann der Beifahrer schön den Verkehr nach hinten beobachten und euch erzählen, was da los ist. Aber ansonsten ist das eine sinnfreie Sache. Übrigens, wer einen Rechtslenkerkäfer hat, schönen Gruß nach England oder Japan, der kann dieses wunderbare Raritätchen auch bei mir käuflich erwerben. So, schaut mal hier. Da sind ja noch ganz viele von diesen Käppchen vom Anfang des Videos. Und jetzt sehen wir, da sind verschiedene Farben. Da ist Korallenrot, da ist Diamantgrün, da ist Capriblau, da ist L41 schwarz und sogar Jupitergrau vom Standardkäfer. Fällt der Groschen jetzt, was das sein kann? Und alles hängt mit allem zusammen. Das hat natürlich was mit dem Außenspiegel zu tun. Denn als die Käfer lackiert wurden, da wollte man verhindern, dass dieses Gewinde von dem Scharnierbolzen vom Lack zugesaut wird, denn dann konnte man später nur noch mit Mühe hier die Überwurfmutter drauf machen. Deswegen hat man vor dem Lackieren im Werk diese Käppchen drauf gemacht und die blieben auch drauf. Dann wurde der Außenspiegel auf den Beifahrersitz gelegt, denn die Autos wurden fertig produziert und wurden dann ja in der Regel nicht per LKW wie heute verladen, sondern die gingen alle auf die Bundesbahn. Und man wollte verhindern, dass dann auf irgendeinem einsamen Güterbahnhof nachts jemand hingeht, auf den Zug drauf und mal 200 Außenspiegel abmontiert. Denn wie wir ja wissen, die waren in den 50ern sehr begehrt, weil man die ja an die Leute verkaufen konnte, die überhaupt keinen Außenspiegel hatten. Und deswegen blieb dieses Käppchen drauf und es kam erst runter im VW-Autohaus, kurz vor der Übergabe an den Kunden. Und dann oblag es den Lehrlingen, das war eine einfache Arbeit, das Käppchen abzumachen und dann den Spiegel mit der Überwurfmutter zu montieren. In der Regel flogen diese Käppchen dann in den Müll. Aber wie Lehrlinge, das sind ja große Kinder, so sind, manche haben das gesammelt. Und so kam neulich ein Lehrling von Fleischhauer, der in den 50er Jahren bei Fleischhauer hier diese Käppchen abgemacht hat und die Spiegel montiert hat. Der kam zu mir und hat mir dieses Stück wunderbare VW-Historie dann gegeben. Und ich gebe es euch für 20 € das Stück. Schreibt es mir in die Kommentare rein. Dann könnt ihr euch das in die Vitrine stellen und ihr habt eine Erinnerung an diese wunderbare VW-Geschichte. Und das könnt ihr dann heute Abend vor dem prasselnden Kaminfeuer auf dem Bärenfell eurem Knusperpartner erzählen. Und wenn er es euch nicht glaubt, dann sagt ihm, Baby, es ist doch eigentlich vollkommen egal, ob es die Wahrheit oder ein bisschen geflunkert